Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Seelenalter Kindseele und seine 7 Entfaltungsstufen zusammenfassen. Dein Seelenalter ist der Ausgangspunkt deiner Reise durch das jetzige Leben. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir das Video zu den Seelenaltern, was ich gedreht habe, und mein Einführungsvideo zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anzuschauen. Dort habe ich auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erklärt und auf der untersten Zeile findest du dann das Seelenalter. Die Seelenalter, die eine Seele während ihres Inkarnationszyklus durchlebt, lauten Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Das Seelenalter der Kindseele ist das zweite dieser 5 Seelenalter. Im Seelenalter der Kindseele werden 7 Stufen schrittweise abgeschlossen. Jede Stufe hat ein spezielles Thema, mit dem sich die Seele ausführlich in den circa 2 bis 4 Leben auf der Stufe auseinandersetzt. Die 7 Themen der Kindseele heißen: Erstens: Unnötiges ist nötig. Zweitens: Freude am Leben. Drittens: Hass oder Liebe. Viertens: Aus Beobachtung lernen. Fünftens: Zugehörigkeit ist wertvoll. Sechstens: Die Götter sind wie ich. Und siebtens: Willenskraft erproben. Bevor ich die 7 Entfaltungsstufen der Kindseele näher erläutere, möchte ich zunächst noch ein paar allgemeine Fakten zu diesem Seelenalter ausführen. Die Hauptthemen der Kindseele sind Lebensfreude und Welterkundung. Der Zyklus der Kindseele ist von der künstlerischen Grundenergie 2 geprägt. Die Kindseele steht metaphorisch für die Kindheit und frühe Jugend eines Menschen. Sie empfindet die Abhängigkeit von anderen als schmerzlich und versucht, sich selbstständiger zu machen. Im Rahmen dessen geht sie die ersten Schritte zur Erkundung des Unbekannten, das Ganze aber nur so lange, bis sie eine zu große Angst verspürt. Anschließend kann es sein, dass sie sich schuldig für ihr Streben nach Unabhängigkeit fühlt. Die Kindseele braucht nach wie vor die Möglichkeit, wieder in die Gemeinschaft zurückkehren zu können und ist auch auf diese angewiesen. Sie erkennt, dass sie Schuld aufnehmen kann und aber auch an andere weitergeben kann. Somit wird das erste Mal Karma auf sich geladen. Sie fängt an, andere zu bestrafen, weil sie sich dadurch besser fühlt. Es kann sein, dass sie andere Menschen tötet, um überleben zu können. Die Kindseele ist körperlich stabil und hält sich, solange sie sich vor Gefahren hütet, für unsterblich. In der Gesellschaft übernimmt die Kindseele eigentlich keine politische Verantwortung und fällt durch Schuldzuweisungen auf. Am Ende des Seelenalterzyklus realisiert sie jedoch, dass sie einen eigenen Beitrag zu ihrer Lebensgestaltung erbringen kann. Sie empfindet das Göttliche nicht mehr als Präsenz und zu ihr passt die Anbetung mehrerer Götter. Es kann sein, dass die Kindseele im Vergleich zur Säuglingsseele nicht nur Tieropfer, sondern auch Menschenopfer bringt. In der Sexualität könnte die Kindseele sich kurzfristig an Partner binden und dann zum nächsten weiterziehen. Sie hat nun aus Angst vor Überforderung nicht mehr eine übermäßig große Anzahl an Kindern. Der Anteil der Kindseelen an der Weltbevölkerung beträgt 18%, in Deutschland 16%. Regionen mit einem hohen Anteil an Kindseelen sind Afrika, Südostasien, Südamerika und Osteuropa. Nun gehe ich die 7 Entfaltungsaufgaben der Kindseele schrittweise durch. Die erste Stufe auf dem Seelenalter der Kindseele hat die Entfaltungsaufgabe Unnötiges ist nötig. Diese Stufe wird häufig als Kind 1 abgekürzt. Das Motto von Kind 1 ist: Ich sammle neuen Mut. Wenn dich die einzelnen Mottos der Seelenalterstufen näher interessieren, empfehle ich dir mein Video, in dem ich die Seelenalter zusammenfasse. Kind 1 ist von den Energien 2 und 1 geprägt.
Das kommt dadurch zustande, dass 2 die Energie des Seelenalters der Kindseele und 1 die Energie der ersten Stufe ist. Das bedeutet, dass Menschen auf dem Seelenalter Kind 1 auf gewisse Art und Weise ebenfalls von den Energien 2 und 1 beeinflusst sind. Diese künstlerisch verspielte Energie 2 manifestiert sich in der ersten Stufe des Kindseelenzyklus dadurch, dass der Mensch das Spielen lernen möchte. Nachdem die Säuglingsseele eine gewisse Stabilität im Umgang mit der eigenen Existenz erlernt hat, geht die Kindseele jetzt darüber hinaus. Ein Mensch auf Kind 1 entdeckt immer mehr Dinge in seiner Umgebung, die er erkundet. Das können Gegenstände, Tiere, Pflanzen, andere Menschen sein, aber auch Immaterielles wie Ideen und Themen. Er fängt aus einem inneren Spieltrieb heraus an, mit ihnen zu spielen. Die Kindseele geht aber noch weiter, als bloß mit ihnen zu spielen. Sie empfindet Spaß an der Umgestaltung und an der Erfindung von Neuem. Alle Tätigkeiten können für den Menschen auf Kind 1 zum Spielen werden, auch das Verrichten von Arbeit. Das erste Mal erlebt er Objekte außerhalb von ihm als eine Art Individualität und seine Nachkommen als eigenständige Wesen. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Kind 1 durch die Erkenntnis, dass künstlerisches Gestalten und Spielen nötig ist, obwohl sie das eigentlich zum Überleben als unnötig bewertet hatte. Der Kulminationspunkt bezeichnet den Endpunkt der Entwicklung, die sich die Seele auf ihrer aktuellen Seelenalterstufe vorgenommen hat. Die zweite Stufe auf dem Seelenalter der Kindseele hat die Entfaltungsaufgabe Freude am Leben. Das Motto von Kind 2 ist: Ich suche Stabilität. Menschen mit dem Seelenalter Kind 2 sind von der doppelten künstlerischen Energie 2 geprägt. Sie lernen die Lebensfreude auf viele Arten und Weisen kennen. Freude am Entdecken, an Schönheit, an Gegenständen, an gestalteten Produkten, an Beziehungen und so weiter. Egal wie schlimm die äußeren Umstände in diesem Leben oder in Folgeinkarnationen sein werden, die Lebensfreude wird ab dieser Stufe ständig im Hintergrund existieren. Die Kindseele kann nun ohne Schmerzen weinen und ohne Lust lachen. Sie empfindet auf dieser künstlerischen Stufe einen großen Drang, sich gestalterisch zu betätigen. Beim Entwerfen, Anfertigen und Betrachten der Kunstgegenstände empfindet der Mensch auf Kind 2 das erste Mal große Freude und sogar auch Lebenssinn. Ein Zitat der Quelle dazu: Die Selbstwahrnehmung in der Betrachtung des von ihm eigenständig kunstvoll gestalteten und geschmückten Gegenstandes führt dazu, dass ein Mensch, der solches geschaffen hat, einen Sinn in seinem Dasein erstmals bewusst wahrnimmt. Zitat Ende. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Kind 2 durch die Empfindung, dass Lebenssinn und Lebensfreude unabhängig vom Überlebensdrang existieren. Die dritte Stufe auf dem Seelenalter der Kindseele hat die Entfaltungsaufgabe Hass oder Liebe. Das Motto von Kind 3 ist: Ich werde unternehmungsfreudig. Menschen mit dem Seelenalter Kind 3 sind von den Energien 2 und 3 geprägt, somit auch von der kriegerischen Energie 3. Sie erfahren in dieser Stufe starke Gefühle voller Hass und Liebe, nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Tieren und Gegenständen. Diese Emotionen bewirken eine Bereitschaft, Handlungen folgen zu lassen. Die Liebesgefühle können eine Begierde, ein Umwerben, Umschmeicheln und ein Vereinnahmen anderer Menschen bewirken. Die Hassgefühle können Handlungen wie Rache, Ermordung und Zerstörung nach sich ziehen. Die Kindseele ist nun fähig, gute Gründe für ihre Handlungen zu geben, wie zum Beispiel die Schönheit eines anderen oder eine zugefügte Verletzung. Zudem stehen bei ihr jetzt das Vergleichen mit anderen Menschen und die Rivalität mit ihnen im Fokus. Sie kann ab dieser Entwicklungsstufe auch Selbstliebe und Selbsthass empfinden.
Darüber hinaus ist ein Mensch auf Kind 3 das erste Mal fähig zur Selbstkritik und kann Ziele in ferner Zukunft anstreben. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Kind 3, wenn sie in ausreichendem Maße Liebe und Hass empfunden und die daraus resultierenden Handlungsimpulse ausgelebt hat. Die vierte Stufe auf dem Seelenalter der Kindseele hat die Entfaltungsaufgabe aus Beobachtung lernen. Das Motto von Kind 4 ist: Ich ernte die Früchte. Menschen mit dem Seelenalter Kind 4 sind von den Energien 2 und 4 geprägt. Die Gelehrtenenergie 4 äußert sich dadurch, dass die Kindseele äußerst lernwillig ist. In vorherigen Leben hat sie meistens über Nachahmung von anderen gelernt. Nun kann die Kindseele Berechnungen anstellen und Zusammenhänge ergreifen. Zudem erkennt sie die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung und zieht daraus Schlussfolgerungen. Ein Mensch auf Kind 4 möchte sich ein Regelwerk erarbeiten, wie er sein Leben bewältigen kann. Er will ganz genau wissen, was er machen muss, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Das Wissen und die Traditionen der Vorfahren werden für ihn wichtig, weil sie ihm eine Möglichkeit der Bildung geben. Gleichzeitig möchte er aber auch Altes auf seine Weise umgestalten und anreichern. Auf Kind 4 ist der Mensch das erste Mal für längere Zeit freiwillig allein, um ungestört arbeiten und beobachten zu können. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele, wenn sie aus der Beobachtung von Zusammenhängen Schlussfolgerungen ziehen und die Ursachen von weltlichen Phänomenen erforschen und begreifen kann. Die fünfte Stufe auf dem Seelenalter der Kindseele hat die Entfaltungsaufgabe: Zugehörigkeit ist wertvoll. Das Motto von Kind 5 ist: Ich werde unruhig. Menschen mit dem Seelenalter Kind 5 sind von den Energien 2 und 5 geprägt. Auf dieser Seelenalterstufe entfernt sich die Kindseele von ihren Verwandten, ihrer Herkunft und ihrer Heimat. Sie begehrt gegen ihre Gemeinschaft auf, provoziert sie und stellt die Bindung mit ihr auf die Probe. Beispielsweise könnte sie ein Verbrechen begehen oder in eine andere Region auswandern. Ihre Familie und Gemeinschaft wird sie im Anschluss wieder zurückholen wollen. Und das ist genau das Erlebnis, was sie im Seelenalter Kind 5 benötigt. Die Kindseele möchte von anderen Menschen hören, dass sie trotz aller Probleme ein Teil von ihnen ist. Deswegen wird sie mit ihren Provokationen nie so weit gehen, dass sie aus der Gemeinschaft komplett ausgeschlossen wird. Sie wird auch unter Umständen herumreisen und fremde Kulturen und Gemeinschaften kennenlernen. Doch wird sie ihr Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Heimat und ihrer Familie nicht verlieren. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Kind 5, wenn sie sich in ausreichendem Maße von ihrer Heimat abgelöst und gleichzeitig ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu ihr empfindet. Die sechste Stufe auf dem Seelenalter der Kindseele hat die Entfaltungsaufgabe: Die Götter sind wie ich. Das Motto von Kind 6 ist: Ich brauche Ruhe und Harmonie. Menschen mit dem Seelenalter Kind 6 sind von den Energien 2 und 6 geprägt. Die priesterliche Energie 6 setzt sich erneut mit Transzendenz und Göttlichkeit auseinander. Bis zu dieser Seelenalterstufe wurde das Göttliche als unheimliche Kraft in Gegenständen, Lebewesen und der Natur wahrgenommen. Nun kann der Mensch auf Kind 6 sich seine eigenen Götter erschaffen. Zitat der Quelle: Er wird sie, die Götter, zunächst als Kunstobjekte gestalten, ihnen Existenz zuweisen, einen göttlichen Atem einhauchen und diese Gegenstände dann als ein geheiligtes Götterbildnis wieder auf sich zurückbeziehen. Auf diese Weise stellt die Kindseele sich einen belebten, personalen Götterhimmel vor. Zitat Ende. Der Mensch auf Kind 6 wird sich von seinen selbstgeschaffenen Göttern beherrscht fühlen,
wird sie anbeten, verehren und zu ihrer Besänftigung Opfer bringen. Masken, Körperbemalung und Drohgebärden dienen als Gegenzauber gegen den Einfluss der Götter und Dämonen. Dabei bleiben seine Götter im Gegensatz zu späteren Seelenaltern noch materielle Gegenstände. Die Kindseele kann in dieser Stufe als spirituelle Autorität Einfluss auf ihre Mitmenschen ausüben. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Kind 6, wenn sie in ausreichendem Maße ihre selbstgeschaffenen Götter erfahren hat und erkennt, dass sie nicht anders als sie selbst sein können. Die 7. Stufe auf dem Seelenalter der Kindseele hat die Entfaltungsaufgabe Willenskraft erproben. Das Motto von Kind 7 ist: Ich wende an, was ich gelernt habe. Menschen mit dem Seelenalter Kind 7 sind von den Energien 2 und 7 geprägt. Sie entdecken ihren Willen, äußern ihn und wollen ihn durchsetzen. Darüber hinaus erfahren sie, dass ihr eigener Wille dem Willen anderer gegensätzlich sein kann. Zur Erprobung der Willenskraft gehören Rückschläge, ein übermäßiger Einsatz dessen und die Erfahrung, sich nicht durchsetzen zu können. Die Kindseele wird im Verlaufe der Leben auf der Stufe Kind 7 lernen, sich dem Willen anderer zu beugen und unter einer Willkürherrschaft zu leben. Zudem wird sie versuchen, an die Spitze einer Gruppe, Bande, Organisation oder Region zu kommen und von dort aus ihre Herrschaft auszuüben. Ein Mensch auf Kind 7 lernt Strafe als Mittel zur Beherrschung der Umwelt einzusetzen, und das auf teilweise tyrannische und radikale Art und Weise. Die Kindseele erkennt aber mit der Zeit, dass man bei der Durchsetzung des Willens auch Verantwortlichkeit zeigen muss, denn ein Wille ohne die Übernahme der Verantwortung führt zu Willkür und macht sie ebenfalls zu einem Willkürherrscher. Sie wird die Willenskraft nun auch zum Guten und zum Wohl der Gemeinschaft einsetzen. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Kind 7, wenn sie ihre Willenskraft in ausreichender Weise erprobt und die notwendige Verantwortlichkeit, die mit ihr einhergeht, erlernt hat. Nach dem Erreichen des Kulminationspunkts im letzten Leben von Kind 7 steigt die Seele in das Seelenalter der jungen Seele auf, das ich im nächsten Video ausführen werde. Gut, damit wäre ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Für mehr Informationen zu den Seelenaltern empfehle ich die Bücher Archetypen der Seele und aber auch natürlich Junge Seelen und alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Also das hier besonders, weil da geht es ganz, ganz speziell um die Seelenalter und auch die verschiedenen Stufen. Und ich empfehle auch für Beratungen, weiterführende Materialien und Informationen die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Seelenalter ermitteln können. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du bis jetzt mit den Seelenaltern gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und ob noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zu den Themen Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.